Hallo meine Freunde! Hola Madridistas! Er ist zurück. The Special One, José Mourinho, ist gestern in Valdebebas angekommen und hat sein erstes Interview gegeben als neuer Trainer von Real Madrid. Und er hat verraten, was hat er vor, wie ist sein Plan für sein neues Real Madrid. Wie ihr mich kennt, habe ich das ganze Interview für euch natürlich ins Deutsche übersetzt und so viel kann ich jetzt schon mal verraten. Ich bin im Boot José Mourinho. Und dann hat ein Thibaut Courtois nach dem Ausscheiden von Belgien etwas über seine Zukunft gesagt, was für uns Madridistas auch sehr interessant ist. Das habe ich für euch natürlich auch. Und zu guter Letzt hat Fabrizio Romano sich zu Real Madrid geäußert. Denn einige Spieler stehen vor einer Vertragsverlängerung. Wer mir da so einfällt, darüber reden wir in dem Video. Also viel Spaß dabei. Ja, bevor ich gleich zur WM-Ecke komme, ihr seht, ich bin sehr, sehr happy, möchte ich mit euch noch über einen anderen Protagonisten des heutigen Tages sprechen. Thiago Pitarch spielt mit der U19 heute das EM-Finale gegen Deutschland. Und Thiago Pitarch hat gestern dieses "Stelle deinen perfekten Spieler" zusammen gemacht und ich fand die Antworten schon sehr interessant. Also hören wir da zusammen einmal rein. Der perfekte Spieler von Thiago Pitarch, rechter Fuß, Cristiano, linker Fuß, Messi, Ballführung, Luka Modric, Dribbling, Rodrigo, Kopfballspiel, Vermouth, Power, Bellingham, Spielübersicht, Arda Güler, Führungspersönlichkeit, Carvajal, Ausstrahlung. Mbappé, Alles klar. Ja, und ich würde sagen, mit dem Fußballer könnte man sich leben lassen, ne? Den würde man gerne Fußball spielen sehen. Rechter Fuß Cristiano, linker Fuß Messi, Kopfball von Sergio Ramos, die Aura von Kylian Mbappé, die Spielintelligenz von Arda Güler etc. Also das ist schon ein toller Spieler, den Thiago Pitarch sich da zusammengebastelt hat. Und ich drücke ihm heute die Daumen, obwohl ich als Spanier zurzeit nicht mehr nach viel verlangen kann. Und ihr wisst, worüber ich rede, also starten wir mit Marius WM-Ecke. Ja, was soll ich sagen? Ich bin überglücklich. Spanien gewinnt im Viertelfinale der WM gegen Belgien mit 2:1 und spielt im Halbfinale gegen die Franzosen. Mal schauen, ob wir da dagegenhalten können. Aber meine Güte, hab ich geschwitzt, hab ich gezittert. Mein Sohn und ich haben so gefeiert. Wir haben uns so umarmt nach dem Schlusspfiff, nach dem Tor von Spanien. Sind noch mit dem Hund spazieren gegangen, mitten in der Nacht. Aber es war ein sehr, sehr schöner Abend. Ich habe mich sehr gefreut. Ich finde auch, es war verdient. Spanien war die bessere Mannschaft. Spanien hat gerade einen ganz seltsamen Voodoo um sich herum. Ich habe dazu wirklich ein Video gemacht, ein Short. Könnt ihr euch anschauen. Auf all meinen 3 Plattformen. So, es kann ja nicht normal sein, dass sich ein Torwart verletzt. Ein Thibaut Courtois fasst sich an den Oberschenkel, ein Torwart. Und dann wird er ausgewechselt. Der beste Mann von Belgien gestern. Davor waren schon 2 verletzt, die wichtig waren für Belgien. Ja, und dann kommt der Lamens rein und macht so einen Fehler in der 89. Minute. Also ein bisschen tut er mir natürlich leid, aber als Spanier habe ich mich gefreut. Thibaut Courtois, ja, der hat auch danach gesagt, dass er nicht ganz so freiwillig ausgewechselt wurde. Also ein bisschen Entwarnung für mein Madridista-Herz. Aber in dem Interview nach dem Spiel hat er auch was ganz anderes gesagt, was sehr, sehr interessant war. Hören wir uns das zusammen einmal an. Ich persönlich am Ende, manchmal ist es einfach ein bisschen Pech. Die Tränen kommen ein bisschen aus Frust, weil ich so ein Spiel verlassen muss, wenn ich mich gut fühle und nach dem 1:1 alles halte. Also es ist schon ein bisschen schade, aber am Ende sind das die Entscheidungen vom Trainer. Und was meine Zukunft in der Nationalmannschaft angeht, werden wir sehen. Ich würde vielleicht gerne eine Pause von der Nations League machen, weil das nicht das Wichtigste ist und vielleicht für die Qualifikationsspiele zur Europameisterschaft zurückkommen. Aber am Ende ist das eine Entscheidung, die der Verband treffen muss, ob sie diesen Plan mit mir mitgehen oder nicht. Wenn nicht, dann war das heute vielleicht mein letztes Spiel.
Ja, ihr habt es also gehört, es war eine Entscheidung des Trainers, ihn rauszuholen. Als Madridistas bleibt uns nichts anderes übrig, als Danke zu sagen. Thibaut Courtois wollte trotz seiner Verletzung weiterspielen, weiß Gott, wie lange er dann für Real Madrid ausgefallen wäre. Gott sei Dank hat sich da der Trainer durchgesetzt. Ist natürlich dann Pech, dass sein Ersatzkeeper, der auch eigentlich gut ist von Manchester United, dann so einen Fehler macht. Kann man eigentlich nicht erwarten. Naja, wie dem auch sei, er hat aber auch gesagt, was für uns Madridistas sehr interessant ist, er würde am liebsten jetzt ein Jahr Pause machen, die Nations League skippen und dann bei der EM-Qualifikation wieder angreifen. Und ganz ehrlich, seit seinem Kreuzbandriss ist der ein überragender Torwart, bleibt er, darüber diskutiert keiner. Aber die Verletzungsanfälligkeit häuft sich schon auffällig. Und so ein Jahr ohne Nationalmannschaft, ja, das würde mich als Madridista sehr freuen. Und er hat auch klar gesagt, ja, wenn der Verband da nicht so mitspielt, ist das vielleicht sogar mein letztes Spiel für die belgische Nationalmannschaft gewesen. Ja, auch da muss ich sagen, als Madridista wäre das nicht das Schlechteste. Naja, aber ich glaube, die Belgier, die werden sich nicht so den besten Torwart der Welt aus der Hand nehmen lassen. Also wenn ich der belgische Verband wäre, würde ich sagen, alles klar, ruh dich ein Jahr aus. Wir brauchen dich bei der EM-Quali und komm dann zurück. Ja, das ist meine persönliche Meinung. Ja, und ich persönlich freue mich riesig auf das Halbfinale gegen Frankreich. Mal schauen, ob ich mich danach auch noch freuen kann. Und heute geht es natürlich weiter bei der WM. England gegen Norwegen, Bellingham gegen Haaland. Die alten Freunde treffen aufeinander. Mal schauen, wer sich das durchsetzt. Das Ganze startet heute erst um 23 Uhr. Kommen wir jetzt zu Real Madrid. Ja, und die Saison von Real Madrid 26-27 hat gestern quasi begonnen, denn José Mourinho und seine neuen Assistenten sind in Valdebebas angekommen und es gab auch ein sehr schönes Interview von José Mourinho, das habe ich für euch komplett übersetzt, natürlich am Ende des Videos schauen wir uns zusammen an, doch vorher hat Fabrizio Romano die Situation von Real Madrid gestern mal so ein bisschen zusammengefasst, wie sind die Pläne mit einem Tchouaméni, mit einem Valverde etc. Und es gab auch noch einen interessanten Punkt zu anderen Spielern, die kurz vor einer Vertragsverlängerung stehen. Also ich würde vorschlagen, hören wir uns den italienischen Transferguru zusammen einmal an. Lassen Sie mich kurz über Real Madrid sprechen, denn heute ist der Tag von José Mourinho. Mourinho ist in Valdebebas angekommen und startet seine Karriere bei Real Madrid neu. Es ist wunderschön, José Mourinho wieder bei Real Madrid zu sehen. Er sagte zusammen mit seinen Assistenten, darunter auch Sami Khedira, vergessen Sie nicht, dass Sami Khedira die rechte Hand von José Mourinho bei Real Madrid sein wird. Und er sagte, ich liebe diesen Verein, Hala Madrid und nada más. Und dann sagte er auch, ich bin auf einer Mission. Ich habe das Gefühl, wir sind hier bei Real Madrid auf einer Mission. So viele Botschaften kommen von José Mourinho, die Begeisterung von José Mourinho und er ist voll in die Pläne von Real Madrid eingebunden, was die Sommertransfers angeht, denn einige der Spieler, die gekommen sind, Bernardo Silva auf jeden Fall, aber auch Cucurella, Dumfries, Konaté, das sind alles Verpflichtungen, die von José Mourinho genehmigt und in manchen Fällen sogar gewollt und vorgeschlagen wurden. Er treibt diesen Prozess also absolut voran. Aber auch Tchouaméni hat bereits einen neuen Vertrag bei Real Madrid unterschrieben, bis 2031, gewünscht von José Mourinho. Fede Valverde bleibt bei Real Madrid, entschieden von José Mourinho. Der Einfluss ist also ganz klar. Etwas, das ich noch hinzufügen kann, neue Verträge sind noch nicht abgeschlossen, es betrifft also nicht nur Tchouaméni. Ich denke, Real Madrid wird sehr bald noch einige weitere wichtige Vertragsverlängerungen mit Spielern abschließen, die nicht in den Medien sind. Also ich denke, Real Madrid macht mehr, was neue Verträge angeht, so wie ich höre. Und das ist eine wichtige Aufgabe, denn wir sprechen hier immer über neue Verpflichtungen, aber es ist auch sehr wichtig, Spieler zu halten. Dann zu Vinicius Junior. Jetzt ist die Weltmeisterschaft vorbei. Vinicius ist im Urlaub, aber seine Berater werden sich bald mit Real Madrid wegen seiner Vertragssituation in Verbindung setzen. Real Madrid möchte so schnell wie möglich eine Lösung finden. Vergesst nicht, dass Vinicius nur noch ein Jahr Vertrag bei Real Madrid hat und deshalb müssen sie so schnell wie möglich eine Lösung finden. Real Madrid möchte in diesem Sommer eine Lösung finden. Real Madrid hofft, dass die Gespräche mit Vinicius nicht zu lange dauern und die Situation in kurzer Zeit geklärt werden kann. Ja, wie gesagt, zunächst, klar, es war der Tag José Mourinho. José Mourinho werdet ihr gleich selber hören. Er hat gesagt, er liebt Real Madrid. A la Madrid, nada más, das, Typische, was man erwartet. Aber er hat auch klar gemacht, wie wichtig ein José Mourinho bei allen Transfers war. Bernardo Silva war ein persönlicher Wunsch von ihm. Denzel Dumfries, Cucurella, da hatte der seine Hände mit im Spiel oder Konaté.
Und er war auch eine der treibenden Kräfte, damit sowohl ein Tchouaméni als auch ein Fede Valverde bei Madrid bleiben. Denn eigentlich, nach der Saison, ich hatte euch darüber berichtet, war klar, einer oder der andere verlässt Real Madrid. Es gab hier sogar eine kleine Kabinenrevolte, wenn man das so sagen möchte, dass ein Großteil der Kabine keinen Bock mehr hat auf einen Fede Valverde und sein Verhalten. Ja, doch ein José Mourinho, der traut es sich anscheinend zu, diese Kabine in den Griff zu bekommen. Auch so schwerere Charaktere wie einen Fede Valverde. Bin ich gespannt, wie der Portugiese das handhaben will. Aber ihr kennt meine Meinung. Das, was bei einem Xabi Alonso meiner Meinung nach falsch gemacht wurde, wird jetzt bei einem José Mourinho richtig gemacht. Und zwar, du musst dem Trainer den Rücken stärken. Du musst die Wünsche des Trainers erfüllen. Und dann, wenn du dich für diesen Trainer ausgesucht hast, lebst du und stirbst du oder gewinnst mit seinen Entscheidungen. Dafür hast du diesem Trainer ja die sportliche Kontrolle gegeben. Und ich bin der Meinung, hätten wir einem Ancelotti, hätten wir einem Xabi Alonso etc. die Spieler geholt, die sie für ihr Spielkonzept gewollt hätten, und hätten wir bei den ersten Unruhen in der Kabine klargemacht, ihr könnt Real Madrid verlassen, wenn ihr nicht auf euren Trainer hört, dann hätten wir nicht 2 Horrorsaisons hinter uns, die wir zurzeit haben. Und auch die Präsidentschaftswahlen, wo ein Florentino Perez einen Schuss ein bisschen vom Bug bekommen hat, wo jemand in 2 Wochen es geschafft hat, 30% der Stimmen des Madridismus zu bekommen, haben Florentino Perez wieder gezeigt, nee, du musst jetzt hier sportlichen Erfolg dir holen, und deshalb gibt er auch einem José Mourinho die Schlüssel zum Verein. Für mich ist das die richtige Entscheidung. Ja. Und ich bin aber vielleicht auch ein bisschen biased, weil ich habe gestern nun mal dieses für mich emotionale, schöne Video von dem José Mourinho gesehen, zurück bei Real Madrid. Bevor ich aber jetzt gleich zu dem wunderschönen Video von Real Madrid TV für José Mourinho komme, hatte ich euch ja gesagt, ich wollte mich über diese Zwischenpassage von Fabrizio Romano mit euch unterhalten. Er hat gesagt, im Hintergrund wird an Verträgen für Spieler gearbeitet. Das wird gar nicht so öffentlich gemacht, aber er hat es gehört. Ich meine, ein Fabrizio Romano hat wirklich überall seine Augen und Ohren. Ja, und da bis jetzt in den Medien nichts offensichtlich ist, wollte ich euch die 2 Spieler vorschlagen, denen ich einen neuen Vertrag bei Real Madrid anbieten würde. Ich bin auch gespannt, was ihr dazu sagt. Könnt ihr gerne später in den Kommentaren lassen, eure Meinung gerne da reinschreiben. Also ich habe mich für 2 Mittelfeldspieler entschieden und beide haben noch einen Vertrag bis 2029. Also es wäre noch gar nicht nötig, akut, da unbedingt jetzt den Vertrag zu verlängern. Aber meiner Meinung nach wäre das ein Zeichen für die Zukunft von Real Madrid. Spieler Nummer 1, und ich weiß, viele werden mich dafür kritisieren, aber Jude Bellingham. Ein Spieler, der keine gute Saison hinter sich hat, der ehrlich gesagt 2 schlechte Saisons hinter sich hat. Aber jetzt, wo das mit der Schulter-OP, wo der endlich wieder befreit aufspielen kann, in England zeigt, was der für eine Qualität hat. Ein Jude Bellingham, wir vergessen das mal eben, der ist gerade mal 21, 22 und ich sehe keinen besseren Box-to-Box-Mittelfeldspieler auf der Welt. Bellingham ist ein Spieler, um den du ein Projekt aufbauen kannst. Und das ist einer der Führungsspieler von Real Madrid. Und obwohl sein Vertrag noch bis 2029 läuft, würde ich diese Vertragsgespräche angehen, um auch zu schauen, wie zufrieden er noch mit seiner Situation ist, dass da gar keine Zweifel aufkommen, weil ich bin mir zu 100% sicher, wenn da nur mal ein Hauch von Zweifel ist, steht Man U, Man City, Chelsea, Arsenal, Paris, stehen sie alle Schlange. Und so einen Spieler darfst du als Real Madrid nicht verlieren. Und der zweite Spieler, den ich in den Topf werfe, ist ein Arda Güler. Es kann nicht sein, dass der Türke mit der ist, der am wenigsten bei Real Madrid verdient. Und vor allem nach dieser Saison. Der Junge hat seine erste richtige Chance bekommen und hat mit Kylian Mbappé eine Connection, die kein anderer in der Mannschaft hat. Die beiden haben die spanische Liga, die Champions League zerschossen. Der Spieler, der die meisten Torchancen kreiert. Und auch ein Arda Güler hat so viel Qualität. Auch da werden sich alle anderen Mannschaften die Finger dran nachlecken. Und vor allem ist das auch ein Statusvertrag, den er bekommen soll. Er soll durch Real Madrid die Anerkennung bekommen, die er hier und da mal in den Medien und so oftmals nicht bekommt, die er meiner Meinung nach verdient hätte. Ich kenne meine Meinung, wenn er vielleicht nicht Arda Güler heißen würde, sondern Arda Gülinho und Brasilianer wäre, dann hätte er eine ganz andere Anerkennung.
Und deshalb bin ich auch der Meinung, Real Madrid muss da ein Zeichen setzen und dem jungen Türken einen langfristigen neuen Vertrag geben mit einem Gehalt, was der sich meiner Meinung nach auf dem Platz verdient hat. Ja, das wären meine 2 Vorschläge. Ich bin gespannt, was eure Meinung dazu ist und eure Gegenvorschläge. Also gerne in den Kommentaren. Aber jetzt wird es Zeit. Ich habe es euch versprochen und ich möchte jetzt nicht mehr lange um den heißen Brei herumreden. Schauen wir uns das wunderschöne Interview an, was unser neuer Trainer José Mourinho gegeben hat. Einfache Worte reichen einfach nicht aus, denn es ist wie eine Mission. Es geht nicht darum, sich jetzt um mich selbst zu sorgen, darum zu sorgen, ob ich viel oder wenig verdienen werde. Ich bin hier, um zu helfen, um allen zu helfen, besser zu werden, den Trainern, dem Personal, eine Arbeitskultur zu schaffen, eine Kultur der Verantwortung, des Ehrgeizes und von etwas, das ich gut kenne, Verantwortung. Die Ehre, für Real Madrid zu arbeiten, und das gefällt mir sehr. Dieses Konzept, es geht nicht darum, bei Real Madrid zu arbeiten, sondern für Real Madrid zu arbeiten. Und mit dem Geist einer Mission bin ich hier. Um ehrlich zu sein, wir arbeiten sehr viel. Es ist nicht so, dass ich heute hier angekommen bin und heute alles beginnt. Wir arbeiten sehr viel. Seit langer Zeit arbeite ich mit der Struktur des Clubs auf verschiedenen Ebenen. Heute kann man arbeiten, ohne vor Ort zu sein. Die Technologie hilft uns enorm und heute geht es praktisch nur noch darum, anzukommen und zu kontrollieren. In Anführungszeichen natürlich, alles zu kontrollieren, was bereits gemacht wurde oder was wir noch zu tun haben. Die nächsten 2 Wochen positiv zu nutzen. Denn natürlich hätte ich gerne alle Spieler hier. Das Ganze positiv zu sehen, nämlich die Jungs kennenzulernen, mit denen ich arbeiten werde. Sie werden die Gelegenheit haben, mich während der Saison kennenzulernen, denn viele dieser Jungs werden hier bei Castilla sein. Und es gefällt mir auch, mitzuwirken und zum Wachstum dieses Bereichs beizutragen. Und hier sind wir. Und irgendein Weltmeister wird noch dazukommen. Mit viel Selbstvertrauen, mit einem starken Gefühl, dass ich diesen Verein liebe und nur Real Madrid. Ja, zunächst einmal klasse Video von Real Madrid TV. Die Jungs machen da einen tollen Job. José Mourinho, wie glücklich, wie er auch gesagt hat, er liebt Real Madrid, à la Madrid. Schön, das erwärmt das Herz, auch wenn ich weiß, alle sagen es oder müssen es quasi fast sagen. Ja, aber was ich viel interessanter fand, war, wo er geredet hat über die Arbeitskultur, die er wieder bei Real Madrid schaffen möchte. Diese des Ehrgeizes, dieses, dass es eine Ehre ist und eine Verantwortung, für Real Madrid zu spielen, für den größten Fußballverein der Welt. Ja, und die Übersetzung war nicht ganz perfekt, ich finde die schon sehr, sehr gut, aber einmal hat er gesagt, du spielst für Real Madrid, also der hat das extra nochmal so betont, das ist das Größte auf der Welt. Und genau das ist ja, was der Madridismo möchte. Deshalb sage ich bin im Boot José Mourinho, wir brauchen wieder diese Arbeitsmoral, dieses Ernsthafte, diese Seriosität in der Kabine, dass es nicht wichtiger ist, ein Wochenende auf Ibiza zu verbringen oder man keinen Bock hat auf eine lange taktische Ansprache. Du hast die Verantwortung und die Ehre, für Real Madrid zu spielen. Und wenn du 7 Stunden Taktik fressen musst, dann frisst du 7 Stunden Taktik. Ich meine, was sollen American Football Spieler sagen? Die wechseln mitten in der Saison zu einem neuen Verein und kriegen 200 Seiten Buch mit 1000 Spielzügen. Und unsere verwöhnten Diven sind sich zu fein, eine Stunde mal eine Taktikanalyse zu machen. Ja, wie gesagt, ich finde es gut, dass er dieses Arbeitsklima wieder schaffen möchte. Das war die Zeit, ich sag's immer wieder, wo ich mich am meisten mit Real Madrid identifiziert fühlte, waren die Zeiten von José Mourinho. Dieses Gefühl, wir gegen den Rest der Welt. Ja, und ich glaube, dass die Jungs von uns genügend Qualität haben, das brauche ich keinem erzählen. Das sieht man bei der WM. Da siehst du, wie ein Kylian Mbappé das Turnier dominiert. Du siehst einen Vinny, 4 Tore, Bellingham, alle werden MVP in jedem Spiel. Auch ein Arda Güler gegen die USA leider nur einmal zeigen können, aber da sahst du, was der für eine Qualität hat. Fede Valverde mit Uruguay früh ausgeschieden, aber auch, wenn er mal die Chance hatte, ein gutes Turnier gespielt. Ja, im Großen und Ganzen, dass die Jungs Qualität haben, ich glaube, das steht außer Frage. Aber diese Qualität reicht nicht. Du musst
die Mentalität reinbekommen, dieses Teamgefühl. Ja, und ich hoffe, ein José Mourinho schafft das so wie in seiner ersten Etappe bei Real Madrid. Ja, ich bin gespannt, was sagt ihr dazu? Was haltet ihr von den ersten Worten von José Mourinho als Trainer von Real Madrid? Was sagt ihr zu seinen Plänen für die Königlichen? Was denkt ihr über die beiden Spieler, die ich ausgesucht hätte für einen neuen Vertrag? Aber auch, was ist eure Meinung zum Rest des Videos? Lasst das bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, seid so nett. Like dieses Video, hype dieses Video. Wer noch nicht auf Follow geklickt hat, macht das jetzt. Dann schaffst du es noch unter die ersten 31.000 und tust mir einen Riesengefallen. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Also, bis dahin. A la Madrid!